Ja, dann stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Andi Feldmann. Ich komme hier aus diesem Dorf, aus dieser Region in Norddeutschland. Wo genau, kann ich nicht sagen. Das geht auch keinem was an. Und ich bastel hier in meiner Werkstatt rum und baue Motorräder um, baue Autos um. Und das, was ich mache, das nennt sich Funktionspunk. Das könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal mal angucken. Wäre vielleicht mal ganz ratsam, damit ihr mal auf andere Ideen kommt. Ist eine Leidenschaft, kann man sagen, ja. Das fing schon bei mir in der Schule an, wo wir schon Fahrräder umgebaut haben und wo man auch so Freunde hatten, die auch schon mitgeschraubt haben. Untereinander hat man sich dann verrückte Fahrräder gebaut und so hat sich das eigentlich immer gesteigert. Und so ist man eigentlich von Anfang an immer schon Schrauber gewesen. Das fing dann an mit kleinen Mofas, mit Mopeds und wurde natürlich dann immer größer. Also man ist so ein benzingesteuerter Mensch geworden. Also Benzin in meinem Leben ist ganz wichtig, viel wichtiger als wie Bärenmarke oder sonst irgendwas. Oder Müllermilch, muss alles nicht sein. Das ist schon so, dass man auch, ich sag mal, das ist keine Lebenserfüllung, aber dass einem das richtig Spaß bringt und dass das auch wirklich glücklich macht, einfach so Sachen herzustellen. Und ich mache ja nicht nur normale Restauration, sondern das, was ich mache, ist ja auch insbesondere, ich gestalte Fahrzeuge um, ich baue sie um, ich mache eigentlich ganz was anderes daraus. Also original ist nicht so mein Ding. Es muss eigentlich immer irgendwie individuell sein, mit mehr PS, mit Kompressor oder was es alles so auf dem Markt gibt. Man muss alles mal ausprobieren und mitmachen. Viertelmeile-Rennen fahren, macht Spaß. Wir haben extra diesen Koslowski gebaut. Das ist ein Viertelmeile-Renner geworden. Da haben wir ein Jahr dran rumgeschraubt an dem Ding. Und sind dann ja auch erfolgreich in Hartenholm da mit dem Rennen gefahren gegen Conny Reimann. Das war ein richtig geiles Ding, hat Spaß gebracht. Ja, und so entwickelt sich das eigentlich bei mir immer weiter. Also da kommen immer wieder neue Ideen, neue Fahrzeuge. Macht halt Spaß. Jedes Motorrad, was ich baue oder jedes Fahrzeug individuell hat hier so seine Klasse und so. Man kann jetzt nicht sagen, man ist besonders stolz. Stolz wäre ich jetzt hier auf die Nordhorn, wenn die endlich mal laufen würde. Aber da habe ich noch Ärger mit dem Kompressor. Aber ich denke mal, wenn das Ding richtig geil läuft und perfekt ist, da könnte ich mal stolz drauf sein. Wobei ich natürlich auch auf dem Koslowski, auf den Erfolg, auf die ganze Schrauberei, was ich ja natürlich nicht alleine gemacht habe, auch mit mehreren Leuten geschraubt. Alleine schrauben ist manchmal langweilig, viel besser ist das, wenn man mit mehreren Leuten was macht. Zum Beispiel bei dem Koslowski, da kann man auch sagen, wie wir gewonnen haben und so. Innerhalb von einem Jahr so ein Auto zu bauen und dann auch noch zu gewinnen. Ich weiß nicht, so mit unserem Halbwissen haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt. Der müsste ungefähr so an die 500 PS haben.
Da ist ein V8 drin, der getuned ist, ein Ford, mit einer Stroker-Kurbelwelle. Der hat 7,2 Liter der Motor, mit anständigen Vergaser drauf, anständige Ansaugbrücke, High-Compression-Kolben, alles eigentlich was geht. Und ja, Achsen sind vom LKW. Der Rahmen, der war ja eigentlich schon da. Wir haben ein Fragment gekauft damals, was aus Amerika kam, und den haben wir jetzt so umgebaut, wie er jetzt ist. Ja, das ist ja eigentlich ein historisches Fahrzeug. Das hatte nämlich ein gewisser Viktor Kozlowski gefahren in Amerika. Und der hat ist mit diesem Auto 1934 schon Rennen gefahren in Indianapolis. Und dieses Auto wurde mal beim Rennen ganz schwer verunglückt. Und dann war auch das von der Bildfläche verschwunden, das Auto. Und irgendein so ein Amerikaner hat sich daraus dann dieses Hot Rod gebaut, was wir gekauft haben und jetzt umgebaut haben. Und wir haben das Auto wieder so hergestellt, wie unser Viktor Kozlowski das Auto damals gebaut hat. Das hat schon ein bisschen Historie, das Auto. Und deswegen heißt das Auto jetzt auch wieder Kozlowski, weil wir hatten eigentlich schon versucht, einen anderen Namen zu finden, aber wir haben ihn das einfach zu Ehren so gelassen, dass das jetzt der Kozlowski ist. Also ein sehr ungewöhnlicher Name, aber irgendwie finde ich das gut. Die Ansprüche, was Optik angeht, ist unterschiedlich. Mal, wenn du hier die Norton-Kompressor siehst, da ist alles wie geleckt, alles sauber, alles super. Jede Schraube ist poliert, also ganz hoher Anspruch eigentlich. Wobei bei anderen Fahrzeugen das manchmal auch toll ist, wenn Motorräder, die ich baue, Patina haben. Also gerade so alte Motorräder von 1940, 1930, die können auch manchmal so alt belassen sein. Und was ich denn aber da auch wieder gut finde, dass sie einfach technisch gut funktionieren. Also die Funktion muss einfach da sein. Aber was nachher so Lack und Chrom angeht, ist manchmal gar nicht so wichtig. Ja, das versuchen wir ja schon ein bisschen in unserem YouTube-Kanal zu zeigen. Andys Funktionspunk ist ja auch wirklich dafür da, damit die Leute sich das mal anschauen. Und man sieht in den Videos auch schon, wie mein Herz sich erfreut, wenn man so eine Maschine anschmeißt. Das ist ein hohes Glück eigentlich, und das sollten die Youngster eigentlich auch mal versuchen und nicht immer diese scheiß Elektroroller oder China-Roller zu kaufen, weil sie die ein Jahr lang halten und das macht unglücklich, wenn man damit fährt. Also ich kann jedem empfehlen, sich irgendwie ein altes Moped zu kaufen oder ein altes Motorrad zu kaufen. Das sind für mich so Sachen. Zum Beispiel ein altes Motorrad kann man alles selber reparieren, und wenn so ein Ding aus China kommt, weißt du, das ist nur scheiß schwarzes Klumpenelektrik, wo du wirklich nichts mehr schrauben kannst, wo die Leute auch irgendwann kapitulieren, weil sie es nicht mehr reparieren können. Und dann landet sowas auf dem Schrott. Das ist nicht nachhaltig. Ich will nur sagen, kauft euch ein altes Moped. Und was ich auch schlimm finde, diese Automatikroller. Was hat man denn da? Da hast du nichts zu tun, gibst nur Gas und alles ist scheiße. Und bei so einer Zunder, wenn du da fährst, da kannst du schalten und kuppeln und so, das macht Laune, beschleunigen und so. Ne? Das ist eine ganz andere Welt. Also ich kann jedem empfehlen, ne, kauft euch mal ein altes Moped. Ja, das ist eigentlich auch ein Totalumbau. Die Maschine kommt ursprünglich aus Amerika. Die habe ich aber selber nicht aus Amerika geholt, oder die kam hier rüber über den Teich, und da war die ziemlich original. Und wie schon gesagt, originale Sachen finde ich einfach, ich muss immer meinen eigenen Style da reinbringen und so. Und so bin ich einfach mal angefangen, die habe ich ja schon ziemlich lange, aber irgendwie was Tolles darauf zu bauen. Ich habe die Maschine komplett zerlegt und bin eigentlich damit schon angefangen. Ich sage, ein Rahmen wird nicht lackiert, der muss mal verchromt oder vernickelt werden. Das ist schon ein hoher Anspruch, wenn ein Rahmen schon einfach so, sieht schon gleich ganz anders aus.
Da sind andere Bremsen drin, andere Gabel drin, der Motor ist getunt. Also so bin ich nach und nach immer daran gegangen. Da ist aber auch nicht viel mehr von der BSA über. Das ist vielleicht noch der Tank, der Rahmen und der Motor. Und der Rest ist alles irgendwie Eigenkreation. Ja, wie kommt man da drauf, sowas zu bauen? Weil das original scheiße aussieht. Ja, und anfangs bin ich mit dieser BSA, und das war ja eigentlich auch so mein Bestreben, mit der Maschine Rennen zu fahren. Also Oldtimer, historische Rennen. In Bremerhaven zum Beispiel Fischereihafenrennen, Schotten, Schleiß, überall bin ich damit mal gefahren. Stadtparkrennen in Hamburg. Ja, und da bin ich eigentlich mehr so ganz lustig mit unterwegs gewesen. Das hat auch Spaß gebracht. Das sind so richtig schöne Kurvenrenner. Das ist jetzt nichts für gemütliche Stunden, sondern da fährst du schon ein bisschen schnell mit. So andere Sachen, die baue ich ja auch gerne um, wo man gemütlich mitfährt. So BSAs, wo man tief sitzen kann und wo man auch einen hohen Lenker hat. Das ist dann so ein bisschen zum Entschleunigen. Und das ist jetzt, würde ich mal schon sagen, noch eine sehr, sehr schnelle Rennmaschine. Die ist getunt von ungefähr 48 PS auf 70 PS hat die jetzt. Das ist für eine BSA jetzt nicht viel, weil wenn du die neuen Motorräder siehst, die haben ja alle über 100 PS. Aber das ist schon, Baujahr 62, schon damals schon gut gewesen. Das war mal früher das schnellste serienmäßige Motorrad der Welt. Was ja nicht schnell war, aber 180 glaube ich oder so waren die angegeben. Ja, die BSA zum Beispiel, die habe ich ganz alleine gebaut und so. Aber jetzt, wo wir diesen YouTube-Kanal ins Leben gerufen haben, ist es ja so, dass ich auch viel Hilfe bekomme von zum Beispiel der Jörg, der Blechjörg oder Harm, der mit mir die Morini schraubt, oder Nils, den Zundab Nils. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bedanken, dass sie mir immer so wirklich, die unterstützen mich gut und das macht auch Spaß. Ich glaube auch, das macht den Leuten auch Spaß, wenn in dem YouTube-Kanal bei uns auch eine gute Unterhaltung entsteht. Das ist nicht nur Technik, sondern es ist ja auch eine sehr, sehr schöne Unterhaltung, die wir haben. Und ist auch manchmal, ich glaube, ein bisschen witzig. Ja, jetzt ist hier mal am Ende. Wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Toll, dass ihr da wart. Und vielleicht abonniert mir auch mal diesen schönen Kanal, auch meinen Kanal. YouTube muss nach vorne gehen. Andys Funktionspark natürlich auch. Guckt euch das mal an. Und ich sage jetzt mal, tschüss, bis dahin.